Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir haben gehört, dass in Austin, in der Innenstadt, Flugtaxen unterwegs sind und haben gedacht, wir kombinieren das mal mit einem Spaziergang durch die Stadt, zeigen euch ein bisschen die Gegend und hoffen, dass wir fliegende Taxen sehen. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Nur noch mal zur Einordnung, ne? Also wir sind in der Nähe von Terry Black's Barbecue. Da gehen wir heute nicht hin, wir haben nämlich schon gegessen. Aber es ist ein Park hinter dem Palmer Event Center. Und ja, da gehen wir ein bisschen spazieren, nehmen euch mit, weil ihr fragt ja auch immer, was kann man denn machen mit Kindern? Ne? Kann man das mit Kindern machen? Auf jeden Fall, das ist sogar absolut prädestiniert für Kinder. Und nachher geht ihr bei Terry Blacks was essen und zahlt nämlich nicht diese horrenden Parkgebühren dort. Also das ist wirklich unfassbar. Das war vor 4 Jahren noch nicht so. Nee, das stimmt. Die haben ganz schön draufgeschlagen. Ne? Ja. Also, weiter geht's. Das ist ein bisschen windig, ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht, aber der Eingang ist in dem Spielplatz hier und der Spielplatz ist gut, oder? Der Spielplatz ist mega toll. Vor allen Dingen, wenn ihr kleinere Kinder habt, können sie sich hier richtig austoben. Es gibt alles, was ihr euch nur vorstellen könnt und das mit einer sensationellen Sicht auf Austin. Sehr gepflegt und vor allen Dingen, It's free. Yes, free! also die Aussicht hier, die ist Weltklasse. Und ihr hört im Hintergrund, ne, da ist Live-Musik. Ja, Austin ist ja Capital City of Live Music. ist so. Und da gehen wir gleich hin. Ich hoffe, der spielt gleich noch, wenn wir da sind. Aber erstmal müssen wir den Kreisel überleben. Ich glaube, wir haben 10.000 Schritte schon hinter uns hier. Ist immer noch kein Lift da. Vielleicht haben wir sogar ein Gipfelkreuz da oben, weiß ich nicht. Aber komm, sag mal ehrlich, die Aussicht hier ist doch sensationell, oder? Ja. Ist das nicht geil? Ich liebe es. Es ist so schön hier. Und vor allen Dingen die Stadt im Hintergrund. Texas ist gar nicht so weit entfernt. Guck mal, meine Frau ist im Panhandle in Amarillo. Da komm, sag doch mal ehrlich, Kinders. Die Aussicht hier, die ist doch sensationell, oder? Ja. Und das mitten in der Stadt. Das ist echt eine Must-See. Das ist so eine Must-See, das muss auf jeden Fall auf eure Liste. Also Ja. wenn ihr in Austin, Texas seid, dann auf jeden Fall in diesem Park hier. Ich meine, die meisten von euch werden wahrscheinlich Richtung Downtown wohnen, weil da die guten Hotels sind. Dann einfach über die Brücke laufen und dann seid ihr hier im Paradies. Ja. Teil des Silker Parks, kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und weißt du, was ihr machen müsst? Ihr nehmt hier Fotos und schickt uns die. Wir sammeln die ins Ja. Album. Wenn ihr diese wunderbare Aussicht mal von der anderen Seite erleben wollt, da seht ihr dieses Gebäude hier. Das ist die Public Library. Da dürft ihr hochlaufen bis ganz nach oben und ihr seht da eine kleine Dachterrasse da. Und dann seht ihr das Ganze von der Seite. Total wunderschön. Würde ich beides machen an einem Tag, habt ihr beide Sichten drauf. Und da ist Google drin, Ja, richtig? genau. Und da seht ihr so eine kleine Brücke. Das heißt, ihr könnt dann auch rüberlaufen. Also es lohnt sich. So schön. Also wenn gutes Wetter ist, Austin Innenstadt, ne, kannst du den ganzen Tag verbringen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wir gehen weiter, wir wollen ja dahin, wo die Musik ist. Ja. Wir schenken uns den Kreisel und laufen einfach querfeldein. Illegalerweise. Ja, aber ich glaube, das haben vor uns schon ein paar gemacht. Hier sind ein paar Fußspuren. Ich glaube auch, wir sind nicht die Einzigen, die hier querfeldein laufen. Ja, also die Musik kommt aus der Richtung und da gehen wir hin. Wir gucken, was das ist. Wir haben nur gesehen, es ist sogar ein Zelt aufgebaut, oder? Ja. Ich wüsste nicht, was heute für ein Event da ist, aber ich weiß ja auch nicht alles. In Austin ist immer was los. Immer. Vor allen Dingen immer Live-Musik, das ist das Ja. Geile, ne? Ja, das stimmt. Was wir hier übrigens überall sehen, sind natürlich diese Elektroroller, die kennt ihr ja auch aus Deutschland, ne? Irgendwie Lime und wie sie alle heißen. Aber was immer mehr wird, finde ich, sind diese Elektrofahrräder. Ne? Ja, das stimmt. Also die Fahrräder, die man ist mit der gleichen App, ne, gibt es auch von Lime, sind dann auch grün.
Kannst dich draufsetzen. Also das ist auch eine Empfehlung, ne? Wenn ihr mal ein bisschen Strecke machen wollt in Austin, in Downtown und nicht bei 40 Grad Hitze hier laufen wollt, nehmt euch doch so ein Fahrrad, das ist auch cool. Hier die beiden zum Beispiel, die verstehen ja kein Deutsch und darum erzähle ich jetzt einfach, dass die gerade total verkacken, diese App einzustellen mit der Lime. Eigentlich ganz cool, oder? Es ist ein kleiner Einkaufswagen dran und dann kannst du hier eigentlich Gas geben, den ganzen Tag, ne? Ja. Wie ist das? Nach Kilometer wird das abgerechnet, oder? Ich denke mal. Wobei, Kilometer in Austin? Ja, in Meilenmeter, ich weiß es auch nicht. Weil ja ein paar von euch hier Urlaub machen wollen und dann gucken die zu Hause auf die Wetter-App, sag ich schon. Wetter-App. Auf die Wetter-App. Und die Wetter-App zeigt cloudy und grau an. Ne? Also, Kinder, das hier sind Wolken. Und meine Wetter-App zeigt cloudy und grau an. Ja. Also nochmal ein Tipp, ne? Wenn ihr in Deutschland seid und euch auf diesen Urlaub freut in Austin, Texas und ihr seht Wolken auf dieser Wetter-App, ignoriert das. Das sind Wolken. Ja, wirklich, also klar, das kann mal sein, dass das mal bewölkt ist, ne? Aber das ist immer auch ein bisschen Sonne dazwischen und, also ohne Scheiß jetzt, ne? Meine Wetter-App zeigt gerade bewölkt, darum habe ich auch eine Jacke an, weil ich nicht weiß, was ist, aber auch ich bin reingefallen. Das Flugtaxi. Das ist ein Flugtaxi, da gehen wir jetzt mal hin. Also, Flugtaxen, ihr wisst schon, so, die automatisch fliegen, zeige ich euch. So, was ihr hier seht, ist tatsächlich ein Flugtaxi der Firma Lyft. Ich hatte das schon eingeblendet, die Webseite gibt es ja tatsächlich, könnt ihr mal draufklicken. Und was ihr hier seht, ist jemand, der diese Experience gebucht hat. So, und der Ablauf ist so, es gibt eine App von denen, die kann man sich runterladen und sich da registrieren. Dann zahlt man natürlich das Geld und dann gibt es erstmal einen Trainingsflug in einem Flugsimulator, den die in dem Gebäude da aufgebaut haben. Und wenn das alles geklappt hat, wenn ihr also mit den Grundfunktionen vertraut seid, dann kriegt ihr einen Helm auf und dann dürft ihr mit diesem Flugtaxi alleine fliegen. Und es ist ein Geofencing, ja? Das heißt, das Flugtaxi geht nur innerhalb dieses Geofences, was ihr da seht. In dem Fall ist es ein richtiger Zaun, aber auch ein virtueller Zaun. Und ja, man kann eigentlich nichts falsch machen. Das Ding ist todessicher. Das ist ein schlechtes Wort, oder? Aber ist tatsächlich so. Soll auf jeden Fall Laune machen. Mache ich auch irgendwann nochmal, wenn es nochmal zur Verfügung steht. Das ist schon sehr cool, oder? Ich meine, die testen hier gerade Flugtaxen in Austin. Und das Gute ist, du kannst das auch testen. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein professioneller Testpilot drin ist, sondern du kannst dir hier ein Ticket buchen. Das kostet, glaube ich, 70 bis $100. Und dann kannst du hier auf dieser Wiese mit diesem Flugtaxi fliegen. Ist das nicht cool? Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, weil die Musik halt wirklich ein bisschen laut ist und der Wind schon da ist. Aber dieses Flugtaxi hier, das wird tatsächlich mitten in der Innenstadt getestet. Es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie mitten im Hill Country auf irgendeiner abgelegenen Farm testet, aus Sicherheitsgründen. Nee, ich glaube, die sind da ein bisschen schmerzfreier. Die testen das hier mitten in der Innenstadt. Und wie gesagt, habe ich ja gerade erwähnt, ne? Es ist öffentlich, du kannst dir einen Slot buchen, kriegst eine Einweisung und kannst das Ding wirklich fliegen. Also, Flugtaxen ist wirklich für Dummes. Ne? Absolut. Und ich finde das so spannend. Ich meine, die Zukunft entwickelt sich vor unseren Augen und wir sind dabei. Wir dürfen es miterleben und das ist so geil. Austin! Ich sag mal, das ist die natürliche Weiterentwicklung des Lastenfahrrads. Ne? So, also, wir gehen mal weiter. Das ist übrigens nicht die Bed Bridge hier, ne? Das ist die Lamar Bridge. Die Bed Bridge ist eine weiter. Also Venedig, Idris, wir haben hier total viele Brücken. 3. Oh, viel mehr. 4. 5. 6.
Und die Amerikaner, die sind technologisch so weit. Ne? Guck mal, die haben so Konstrukte hier gebaut. Ne? Und die sind in der Lage, damit schweres Gerät in unvorstellbaren Höhen zu transportieren. Das ist total irre. Ja, also das ist einfach, die können das einfach. Da hinten an der Brücke, ne? Also ich sag mal 300 Meter weiter, da lassen wir übrigens immer unser Kajak ein. Wir haben ja einen Zweier-Kajak und dann paddeln wir. Aber bis hierhin, das ist ganz schön weit. Man vertut sich da, ne? Also die Entfernung, wenn du auf dem Fluss bist, die täuscht total. Du brauchst bestimmt mit dem Kajak Stunde bis hier, ne, oder? Ja, Quatsch. So lange? Ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Aber mir ist warm. Ja, ich bereue das gerade total, einen Pulli angezogen zu haben. Aber ich habe mich an gestern Abend orientiert, weil gestern Abend war es so kalt, dass ich wirklich gefroren habe. Und da dachte ich mir, komm, aber ist heiß. Darum nochmal, nicht der Wetter-App vertrauen. Das ist einfach auch, ja, gut. Aber ihr hört im Hintergrund vielleicht die Reggae-Musik. Jetzt kriegen wir doch ein bisschen Reggae hier um die Ohren geschmissen. Ja, ist halt for free jetzt. Das machen übrigens auch viele, wenn hier ACL ist. Ne? Also wenn ACL ist, hier das ist dieses größte Music Festival, die gehen dann einfach auf die andere Seite des Flusses und hören dann die Musik auch, weil nur der Fluss dazwischen ist. Und das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Du nimmst dir hier ein Bierchen mit einem Weinchen, setzt dich hier in den Park, ne, und hörst dir die Musik der Weltstars, die hier auftreten. Also wenn ihr den Weg hier mal lauft, ne, es ist nicht das Ende, sondern es gibt hier eine kleine Insel da und da gehen wir jetzt rüber über die kleine Brücke. Und da müsst ihr auch rüber, denn sonst geht es hier nicht weiter. Und ihr glaubt, der Weg würde hier enden. Aber was soll ich sagen, das ist einfach, weißt du, Austin ist so reich, die pflanzen sogar Pizza hier auf der Straße. Das ist total irre. Du hast das missverstanden, das ist Kunst. Ach so, nee. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum es hier kaum Obdachlose gibt. Ne, weil die einfach hier, die pflanzen hier Pizza und dann sind die auch happy, ne? Das ist jetzt ein ganz guter Spaziergang, oder? Das ist jetzt ein super Spaziergang, kann ich wirklich nur empfehlen. Was würdest du sagen, wie lange braucht man für die Runde? Ach, das kommt immer ganz drauf an, wie viel Zeit du dir lässt. Wir beiden hyperaktiven Fitte brauchen weniger Zeit als jemand, der sich wirklich Zeit lässt, das alles ganz in Ruhe aufsaugt. Jetzt, wir kennen das ja auch schon, vielleicht haben wir deshalb auch ein bisschen schneller hier den Durchgang. Ne? Aber wenn jetzt hier jemand das nicht kennt, also vom Parkplatz einmal eine Runde rum, was würdest du sagen? 2 Stündchen auf jeden Fall, oder? Das wird fast, also mein erster Impuls war 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Und wenn du noch zwischendurch was essen möchtest in Downtown oder so, okay, oder also, keine Ahnung. Ja, das könnt ihr natürlich auch machen, ne? Dass ihr den halben Weg macht und dann einmal nach Downtown reinlauft, da ein bisschen Mittagessen oder Abendessen, ne? Und dann einfach die zweite Hälfte des Weges machen. Ne? Das kann man sehr gut machen. Ich empfehle euch die Corner Bar, ne? Das ist am JW Merritt, das ist 2. Straße, Ecke Congress. Und die haben ganz gutes Essen da. Es ist nicht billig, natürlich nicht, aber es ist halt Austin Downtown. Ne? Ja. Aber ich finde die Atmosphäre ganz nett. Du siehst so ein bisschen den Fluss und du siehst das Trubelige hier von Downtown. Du kriegst ein gutes Bierchen dabei oder ein guten Weinchen dabei. Warum nicht, oder? Ja, ich finde es super. Außerdem haben wir da ja damals die Entscheidung getroffen, hier hinzuziehen. Das stimmt. Wir haben sogar ein Bild von der Corner Bar bei uns über dem Fernseher hängen. Oh mein Gott. Aber nur, weil das der Platz war, wo wir gesagt haben, ja, wir ziehen nach Austin. Es hätte auch quasi dieser Platz hier sein können. Ja, komm, wir machen einfach Barfotos. So, uns ist übrigens aufgefallen, dass dieser Weg speziell für Damen sehr gut ist, oder? Aber erwischt, hier laufen die Jungs, hier wird viel gejoggt und da es so warm ist, laufen die Oberkörper frei und das ist mitunter sehr schön. Ja. Ich verstehe auch nicht, aber ich finde, die Gleichberechtigung muss ja auch hier mal Einhalt. Also, was ist da mit den Frauen? Die sehen auch sehr schön aus. Ja, aber warum haben die, also ist auch egal. Auf geht's wieder zurück über den Fluss. Das ist eine sehr coole Brücke hier.
Die ist neu gemacht und es ist alles immer sehr gepflegt. Ne? Also ich muss sagen, hier ist nirgendwo irgendwie was mit Edding geschmiert oder so. Ne? Nee. Also die Austinaten, die geben halt wirklich Acht auf ihre Ruhestätten, hätte ich fast gesagt, aber dann denken alle, ich rede vom Friedhof. Nein, aber das ist das. Wenn du auf etwas stolz sein kannst, dann passt du darauf auf. Dann siehst du zu, dass dem nichts passiert. So, das war das Wort zum Sonntag. Wir gehen über den Fluss. Da hinten, da ist übrigens ein Donutboot. Warum das Donutboot heißt, wisst ihr selber, ne? Und wir haben die Tage nochmal ein Date auf dem Donutboot. Ja, oder? genau. Wir dürfen demnächst, ich glaube, das sind 2 Wochen, da dürfen wir Donutboot fahren. Und da machen wir natürlich auch ein Video drüber, denn Ja. Donutbootfahren ist sehr geil. Ja. Du hast in der Mitte so einen Kühlschrank. Da kannst du dein Essen reinpacken Essen, und Musik genau, Essen. und dein Wasser. Und das Coole ist, wenn du diesen Außenborder immer in eine Richtung hast, dann hast du wirklich so ein Karussellgefühl, weil das Ding, das dreht sich dann immer. Aber da muss es schon, egal. Ich filme mit euch und wir nehmen euch mit aufs Donutboot. Das ist übrigens eine Restaurantempfehlung, die dürfen wir ja auch mal sagen. Ne? Also hier auf der anderen Seite ist das Lorraine Hotel, The Lauren Hotel. Und ganz oben gibt es eine Rooftop-Bar, aber in dieser Rooftop-Bar ist auch ein Restaurant drin. Und zwar heißt das The Nido. Ja. Nido. Egal. Auf jeden Fall ist das Fine Dining, also ist nicht günstig, ne? Aber Top-Qualität, oder? Das ist scheiße teuer. Da gehst du nicht mal eben so hin. Nee, aber das ist halt total geil, ne? Das Weil ist du total geil. bist da oben und warte, ich drehe mal eben. Komm. Da oben bist du. Ja. Genau, da oben ist das und du sitzt dann abends da und guckst auf beleuchtete Downtown, hast hervorragendes Essen und bist ein paar $100 los. Okay, das gehört in Austin dazu. Das machen wir aber nicht. Nein, das machen wir nicht. Haben wir mal gemacht. Ja, lang ist es her. Ja, zum Hochzeitstag. Ja, vor 3 Jahren. 100 Jahren. Also, The Nido. Ja. Hingehen. Wir haben uns gerade über die verschiedenen Fahrverhalten verschiedener Nummernschilder unterhalten. Und uns ist aufgefallen, also weißt du, es gibt ja immer so Stereotypen, so Vorurteile, ne? Ja. Was ja eigentlich keine Vorurteile sind, oder? Ist ja so. Aber ich glaube, wir müssen da lang, ne? Da können wir auch lang. Da lang, okay. Es ist ja so, ne? Auch in Austin gibt es Leute, wo man weiß, wenn das Auto kommt mit dem Nummernschild, geht das in die Hose. So, das ist, also hier in Austin ist das so, wenn du einen Tesla fährst und auch noch ein kalifornisches Nummernschild hast, dann bist du hier ein A. Darf man nicht sagen. Da Aber, bist du also ich würde mal sagen, bei einem Zebrastreifen läufst du nicht los. ja genau, also weißt du, kalifornisches Kennzeichen plus Tesla ist eine todbringende Kombination hier, weil die Arroganz überträgt sich auch in die Autos. Und ja, das ist leider tatsächlich so. Ne? Also achte mal drauf. Am Zebrastreifen, wenn ihr da steht, jeder andere hält, außer Tesla in Kombination mit California-Kennzeichen. So, jetzt haben wir uns aber genug aufgeregt. Nee, wann habe ich mich aufgeregt jetzt? Und das war's auch schon mit unserem Sonntagsausflug und den Flugtaxen, die übrigens keine AI waren, die gab's tatsächlich da. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Es war ein bisschen Unterhaltung und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dahin.